Hi, hoi, mein Name ist Manuel Klamann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Eternity und ich zeige euch, wie wir die Eternity App verwenden können, um klimafreundliche Menüs und generell nachhaltige Menüs zusammenstellen können. Über die E-Mail bekommt ihr einen Anmeldelink zugeschickt. Dieser Anmeldelink einfach bestätigen und so kommt ihr ins App rein. Wichtig ist ganz von Anfang, wenn es die falsche Sprache ist, die dargestellt wird, könnt ihr hier die Sprache ändern und entsprechend zwischen Deutsch und Englisch wählen. Um jetzt gleich einzusteigen mit den Berechnungen, klicken wir auf das Plus hier oben rechts und fangen an, eine Rezeptur zu erstellen. Wir haben jetzt einfach ein Polenta-Rezept, was wir nehmen. Das ist einfach. Und hier fügen wir jetzt die entsprechenden Zutaten hinzu. Das wäre jetzt Wasser, ein bisschen Salz und Maisgrieß. Noch die Mengen anpassen, damit alles entsprechend stimmt. Und hier sehen wir jetzt auch schon die unterschiedlichen Bewertungen, die dieses Menü hat. Es ist schon tipptopp vom Klima, von der Gesundheit noch nicht ganz und von der Wasserbilanz ist es auch prima. Genau, schauen wir uns die Bilanzen hier an. Wir haben hier 88% besser. Dann sehen wir hier beim Vitascore sind wir 13% mehr Risikopunkte als der Durchschnitt. Bei der Wasserbilanz sind wir 94% besser als der Durchschnitt. Hier haben wir die entsprechenden Bewertungen. Und wenn wir jetzt entsprechend unterschiedliche Zutaten hinzufügen, zum Beispiel das Olivenöl, dann sehen wir, dass dieses Olivenöl sehr viel knappes Wasser braucht. Das ist so und die Bilanz verschlechtert sich entsprechend. Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben, sind einerseits diese Zutat jetzt genauer zu konfigurieren, wenn sie heraussticht. Wir können herausfinden, was es bedeutet, wenn wir das Olivenöl aus Spanien haben, 21,4 Liter, oder wenn wir das Olivenöl aus Italien holen, was etwas besser ist mit 12,2 Liter knappem Wasser. Letztendlich, um es richtig wasserfreundlich hinzukriegen, das Rezept mit dem Öl, lohnt es sich auch zu überlegen, ob man nicht entsprechend Rapsöl, was natürlich jetzt zum Beispiel auch in Deutschland angebaut werden kann, aber das hat einen sehr, sehr viel kleineren Wasserfußabdruck und verbessert damit gesamthaft die Wasserbilanz. Schauen wir uns die weitere Zutaten an, zum Beispiel den Parmesan, der natürlich in seiner Menge mit 235 Gramm CO2 nicht ganz so klimafreundlich ist. Entsprechend sind wir nicht mehr ganz so gut, nur noch 56% besser, immer noch klimafreundlich, aber das hat natürlich unsere Bilanz erheblich gedrückt, weil der Parmesan nicht zu den absolut klimafreundlichen Produkten gehört. Hier ist noch was Wichtiges. Wir haben nicht nur die Möglichkeit, die Zutaten auszuwählen, die in dem angezeigt werden rechts, sondern jede beliebige Zutat kann ich hier angeben und das wird dann entsprechend verknüpft. Hier im Fall haben wir jetzt versucht, die Bilanz wieder zu verbessern, indem wir Parmesan und Hefeflocken 50-50 sozusagen dem Rezept hinzufügen. Mandelmilch ist zum Beispiel auch eine Zutat, die jetzt hier nicht aufgeführt ist, aber wenn ich sie auswähle, wird sie automatisch verknüpft und ich sehe sie entsprechend in der Bilanz. Auch hier wiederum Mandelmilch natürlich nicht so gut für die Wasserbilanz, aber gut fürs Klima. Um jetzt noch den letzten Punkt zu knacken mit der Gesundheitsbilanz, ist es wichtig, dass die Rezepte ausgewogen sind. Das heißt, Früchte, Gemüse, Vollkorn etc. enthalten. Das heißt, wir fügen jetzt hier exemplarisch etwas Vollkorngrieß hinzu, einen Apfel und auch ein bisschen Gemüse. Und entsprechend sehen wir, dass die Bilanz jetzt gerade für die Gesundheit sich erheblich verbessert. Hier kann man entsprechend das Rezept jetzt exportieren.
Bei der Exportdatei muss man entsprechend aufpassen, dass man entsprechend die Einstellung anpasst, dass es ein Punkt-Komma-Strich getrennte Tabelle ist. Und hier sehe ich jetzt die gesamten Bilanzen von unserem Rezept, auch nochmal im Detail heruntergebrochen, über die Herkünfte, über die Emissionen, über die Beiträge entsprechend. Alles nochmal hier im Detail aufgeführt. Ein Aspekt, den wir hier gerade eben gesehen haben, ist, dass die Tomate etwas Emissionen verursacht durch die Treibhausgasemissionen. Das ist ganz entscheidend, dass wenn wir jetzt die Rezeptur, die wir gerade eben erstellt haben, die können wir jetzt an einem bestimmten Tag, zum Beispiel im Juni, hinzufügen. Und hier haben wir die Rezeptur, das Polenta-Rezept fügen wir hinzu, hat auf eine Portion, braucht ein bisschen zum Berechnen, sind das 92 Gramm CO2. Wenn wir dieselbe Rezeptur jetzt in einem Monat hinzufügen, wie zum Beispiel den Dezember, dann hat das Polenta-Rezept eine wesentlich höhere CO2-Bilanz von 102 Gramm CO2 pro Person. Und das liegt natürlich an den Tomaten, die einmal hier 30 Gramm CO2 verursachen und im Juni entsprechend nur 15 Gramm, 16 Gramm CO2. Jetzt, was wir hier gemacht haben, ist, wir haben die Rezepturen ursprünglich erstellt und hier entsprechend im Juni und im Dezember eingereiht in unser Menü. Und das ist jetzt wichtig, um zum Schluss hier dieses Datum zu definieren, über welches wir exportieren wollen. Jetzt mal hier bis Januar. Und hier können wir jetzt entsprechend die Rezepte exportieren und auch alle Zutaten exportieren. Hier ist jetzt noch ein weiteres Rezept mit drauf, was ich vorher erstellt habe, die Tomatensuppe. Aber man sieht hier, dass das Polenta-Rezept zweimal auftaucht, einmal im Dezember, einmal im Juni und entsprechend hier auch eine unterschiedliche CO2-Bilanz hat. Das Ganze sieht man dann auch nochmal im Detail, wenn man die Zutaten exportiert. Auch wiederum hier die zwei Polenta-Rezepte. Einmal hier die Tomate, einmal dort die Tomate und die entsprechend unterschiedlichen CO2-Bilanzen verursacht durch die Gewächshausemissionen. Das Ganze kann ich jetzt noch als PDF exportieren, um entsprechend festzuhalten, das Dokument festzuhalten. Genau, herzlichen Dank und bis dann.